Der große Elektrostartvergleich. Jetzt hier in Farbe und bunt. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach dem König der Begrasungsgeräte. Eigentlich würde ich jetzt von der schreibenden Zunft erwarten, dass sie mal die am Markt verfügbaren Geräte testen, aber der letzte wirkliche Test war in Modellbahnschule 30, ein Nachtest der RTS-Geräte in Ausgabe 31. Beide Publikationen sind mittlerweile 6 Jahre alt. Also, selbst ist der Mann. Da ich anders als die Presse die Geräte aber nicht mal eben testweise zur Verfügung gestellt bekomme, musste ich eine sinnvolle Vorauswahl treffen. Und ein bisschen Urlaubsbudget war ehrlich gesagt auch noch über. Da ich aber natürlich für so viele Geräte gar keine Verwendung habe, dürfte das ein oder andere demnächst auf einer Verkaufsplattform auftauchen. Denn alles hier ist selbst gekauft. Um die Anzahl der Geräte überschaubar zu halten, habe ich ein paar Kriterien definiert. Mit Batterie zu betreiben, wechselbare Siebe, Hopper-Style, bei der die Ionisierung oben am Behälter erfolgt, in Deutschland problemlos erhältlich, von der Leistung her vergleichbar. Damit sind der Heki Flockstar und der Faller Grasfix raus. Ersterer hat keinen Batteriebetrieb, letzterer weder wechselbare Siebe noch einen Hopper. Es geht hier auch nicht um elektrische Fliegenklatschen oder darauf basierenden professionellen Produkten. Wer sich die Bude in die Luft sprengen mag, gerne, aber ohne mich. Das gleiche gilt für China-Böller. Das ist eher was für Leute, die sich keinen eigenen Weidezaun für die Stromschläge leisten wollen. Übrig bleiben damit noch RTS und Woodland. Die 3 Flockatis also. Da kann doch jemand nicht bis 3 zählen. Bei der Recherche bin ich auf den relativ neuen B-Flock von Microrama aufmerksam geworden. Kommt aus Frankreich und ist online über die deutschsprachige Website bestellbar. Konsequenterweise muss dann aber auch noch der WW Cynix Applicator dabei sein. Auch wenn er die Bedingung in Deutschland problemlos erhältlich in Kürze vielleicht nicht mehr erfüllt. Aktuell tut er es, kann über Amazon oder alternativ direkt aus Großbritannien bezogen werden. Die 5 Freunde, Flockatis, sind damit also der noch Grasmaster 3.0 Profi, der RTS Greenkeeper 35 kV, der Woodland Cynix Static King, der Microrama B-Flock 50 und der Warworld Cynix Progress Grand Applicator. Der noch Grasmaster 3.0 Profi kommt mit 3 Sieben in Fein, Mittel und Grob, Verschlussdeckel, 8 AA-Batterien und einer Bedienungsanleitung. Beim RTS Greenkeeper sind ebenfalls 3 Siebe dabei, in Fein, Grob und XL, 2 Flächensiebeinsätze, ein Verschlussdeckel, eine 9V Batterie und eine Bedienungsanleitung. Der Woodland Cynix Static King hat 2 Siebe in Fein und Grob, ein Kombisieb, einen Schraubenzieher, einen Graskamm, eine Bedienungsanleitung und einen Sockel für die Gegenpolklemme im Gepäck. Das Gerät von Microrama, der B-Flock 50, kommt lediglich mit einer Bedienungsanleitung und einem feinen Sieb daher. Wechselbare Siebe gibt es, dazu muss man aber entweder weitere Behälter oder ein Set mit Transportkoffer erwerben. Beim Progress Grand Applicator von Warworld Cynix sind 3 Siebe dabei, Fein, Mittel und Grob sowie eine Bedienungsanleitung. Der noch Grasmaster Profi hat einen Listenpreis von 149,99 €. Der RTS Greenkeeper kommt auf 149,95 €. Woodland ruft in Deutschland eine UVP von 101 € für den Static King auf. Mit 89 € ist der B-Flock das vom Listenpreis her günstigste Gerät. Es kommt aber auch mit dem geringsten Lieferumfang. Für den Progress Grand Applicator möchte WW Cynix bei Amazon 126 €. Auf der eigenen Website verlangt man 99,99 €, was derzeit ca. 110 € sind.
Beim B-Flock kommt das Set mit 3.7 und einem Feindosierer auf 149 €. Dafür erhält man aber noch den bereits angesprochenen Transportkoffer, der einzeln gekauft im Internet für um die 15 € zirkuliert. Zieht man noch 10 € für den Feindosierer ab, ist man bei 124 € für eine mit den übrigen Applikatoren vergleichbaren Ausstattung. RTS, Microrama und WWCenix bieten darüber hinaus diverse Sets an, unter anderem mit Transportkoffern, Gras oder Kleber, die einen Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf bieten. Bei RTS erhält man auch Sets mit Wechselbehältern, zu denen kommen wir später noch. Der ein oder andere Begraser kommt mit Alleinstellungsmerkmalen daher, die man bei der Konkurrenz nicht findet. Ganz vorne ist das sicher das Woodland-Gerät. Es hat als einziges einen transparenten Behälter sowie Deckel mit Bajonett statt Schraubverschluss, einen teilbaren Behälter mit Kombisieb und die Möglichkeit, ein Netzteil anzuschließen. Allerdings ist nicht jeder dieser Punkte auch funktional. Sehr funktional hingegen ist das Wechselbehältersystem von RTS. Ermöglicht es doch den schnellen Faserwechsel. Einen ähnlichen Ansatz bietet Microrama. Hier montiert man aber den kompletten Becher vom Handgriff ab. Das ermöglicht es dem Hersteller, auch andere Anbauten an den Griff anzubauen, beispielsweise einen Detailvorsatz oder eine Flockplatte. Darüber hinaus regelt ein Drehpotentiometer die Höhe der Spannung und damit auch des Batterieverbrauchs. Bei noch gefällt mir speziell der Berührungsschutz der stromführenden Platte im Inneren des Behälters. Haben sich die Hersteller in den letzten Jahren damit überboten, die KV als primäres Verkaufsargument zu nutzen, geht man mittlerweile dazu über, das möglichst gut zu verschleiern. Der noch Grassmaster 3.0 Profi kommt sogar mit nominell 4 kV weniger als sein Vorgänger. Die 16 kV sollen aber in Verbindung mit der über den kompletten Durchmesser gehenden Kontaktplatte und dem verringerten Abstand zum Sieb trotzdem effektiver sein. RTS macht keinen Hehl aus den kV, sind sie ja Teil des Namens. Der Greenkeeper hier im Test kommt also auf 35 kV. Woodland schreibt dazu nichts, durchs Netz geistern Zahlen bis 20 kV. Zum WWCenix Grand findet man in der Bedienungsanleitung die Angabe 15 kV. Microrama führt eine neue Kerngröße ein, die effektive Spannung. Die liegt beim B-Flock bei 18 kV, was zumindest laut den Angaben auf der Microrama Homepage dem RTS Greenkeeper 55 kV entsprechen soll. Nach dieser Liste käme der WWCenix Grand Applicator auf 7 kV effektive Spannung und könnte nur Fasern bis 4,5 mm aufbringen. Na, das dürfte spannend werden. In der Anleitung finden sich für den B-Flock Werte zwischen 15 und 55 kV, je nachdem wie weit der Potentiometer aufgedreht ist. Vergleichbare Leistung war ja eines der Auswahlkriterien für diesen Vergleich. Und auch wenn zwischen den einzelnen kV-Werten doch eine recht große Spanne liegt, alles sind Geräte, von denen die Hersteller sagen, dass sie Fasern bis 12 mm Länge aufbringen können. Drei der Geräte kommen mit einem WIP-Schalter. Bei Woodland ist er darüber hinaus in das futuristisch anmutende Design integriert. Bei Noch und WWCenix ist es ein einfacher viereckiger. RTS und Microrama hingegen arbeiten mit einem Taster. Ermüdungsfreies Arbeiten ist gerade bei größeren Flächen auch immer eine Frage des Gewichts der Geräte. Hier sticht der Grassmaster negativ hervor. Mit den 8 Batterien kommt das Gerät auf satte 700 Gramm. Alle anderen Geräte im Test sind deutlich leichter. Der B-Flock kommt noch auf 577 Gramm, der Static King auf 550, beim RTS Greenkeeper sind es 371 und beim ProGrass Grand schließlich nur noch 363 Gramm. Auch bei der Größe unterscheiden sich die Beflocker teilweise beträchtlich. Den Titel holt hier ebenfalls das Gerät von Noch mit 35 cm Länge. Auf den Plätzen folgen der WWCenix mit 31, der B-Flock mit 25, der Static King mit 21 und schlussendlich der RTS Greenkeeper als kleinstes Gerät im Test mit 19,5 cm. Wichtiger in dem Fall ist aber sicherlich, wer die größte Klappe, also den Hopper mit dem größten Fassungsvermögen hat.
denn umso mehr Gras kann man in einem Arbeitsgang verarbeiten. Hier steht ganz klar der ProGrass Grand ganz oben mit 567 ml Volumen. Es folgen dennoch Grassmaster mit 351, der Static King mit 331, RTS mit 327 ohne respektive 200 ml mit Wechselbehältern und den kleinsten Hopper im Testfeld hat der B-Flock mit gerade einmal 192 ml. Nicht jedes Feature bewährt sich auch in der Praxis. Den Anfang macht hier auch wieder das Gerät von Woodland. Zum einen ist das Kombisieb mit dem zugehörigen Trenner nicht wirklich brauchbar. Fehlende Führungen im Behälter verhindern nämlich, dass der Trenner wirklich trennscharf sitzt und somit fällt auch Gras aus der falschen Maschung. Das Ergebnis ist damit nicht wirklich brauchbar. Und auch der durchsichtige Behälter ist zwar schön, erfordert aber einen sehr hohen Reinigungsaufwand. An der Durchsichtigkeit kann es nicht liegen. Die Wechselbehälter von RTS sind auch transparent, lassen sich aber, anders als der Hopper vom Static King, einfach aussaugen. Das Nochgerät kommt auf ein sehr hohes Gewicht. Das dürfte bei längeren Arbeiten schnell negativ zu Buche schlagen. Auch das Gewinde am Grasbehälter ist zickig. Man muss mitunter mehrmals ansetzen, bis es wirklich greift. Den Greenkeeper von RTS kann man nicht auf den Kopf stellen. Weder zum Befüllen, noch um die Arbeit kurz zu kontrollieren. Gelegt neigt er zum Wegrollen, ist er doch rund. Hier zeigt Mikrorama, wie man das besser lösen kann. So, jetzt wissen wir, wie die Dinge aussehen, was sie voneinander unterscheidet, wie sie funktionieren, wie viel sie kosten und sogar was sie wiegen. Da wir damit aber niemanden erschlagen, sondern eine Modellbahnanlage, ein Diorama oder ein Tabletop-Schmuckstück begrünen wollen, ist die zentrale Frage natürlich die nach der Flockleistung. Ich bin jetzt nicht die Stiftung Warentest, die hier vermutlich einen Reinraum mit definierter Luftfeuchtigkeit und lasergemessener Kleberdicke an den Start bringen würde. Aber ich habe trotzdem versucht, allen Elektrostaaten annähernd gleiche Bedingungen zu bieten. Dazu gehört, dass alle Geräte die gleichen Fasern bekommen, dass alle Fasern von Anbietern sind, die keinen Applikator im Test stellen, immer der gleiche Kleber zum Einsatz kommt und die aufgebrachte Klebermenge immer annähernd gleich ist. Abweichend zu meinen bisherigen Tests habe ich mich dieses Mal für Sperrholz entschieden. Ich habe groß genug Platten, auf denen es problemlos möglich ist, alle 5 Tests nebeneinander aufzubringen. Außerdem genug Platz, um die Geräte auch frei bewegen zu können, ohne dass Fasern auf die Flächen der anderen Kandidaten kommen, was das Ergebnis verfälschen könnte. Zusätzlich werden bereits begraste Flächen abgedeckt. Rocco-Packungen eignen sich dafür ziemlich gut. Jeder Begraser hat außerdem vorher frische Batterien aus dem Hause Duracell erhalten. Diese sind identisch mit denen, die dem Greenkeeper beiliegen. Die Leistung des B-Flock wurde für alle Tests auf maximal gestellt. Alle Versuche werden mit in den Kleber gesteckten Nägeln durchgeführt, beziehungsweise aufgrund der dünnen Sperrholzplatten mit Nadeln. Man muss ja beratungsresistenten, faktenignorierenden Trollen nicht immer unnötig Futter liefern. Bei den Grasfasern kommt zum Einsatz 2 mm Frühherbst von Mini Natur, 4 mm Heu von Lars Ochthof, 6 mm Waldgrün von MBR, 8 mm Herbstmischung von Pollack, 10 mm Sommer von Prima, 12 mm Spätsommer von Model Scene. Vampisol stellt mit Vampiglu den Kleber im Testfeld. Wer das Video zum B-Flock gesehen hat, die Tests hier wurden mit einem neuen Gerät durchgeführt, bei dem der umtriebige Hersteller alle meine Kritikpunkte adressiert hat. Es hat jetzt einen sehr angenehmen Taster, der ideal erfüllbar ist und sich zuverlässig drücken lässt. Auch findet eine deutlich stärkere Kondensatoraufladung statt, man muss den Taster nicht dauerdrücken. Für diesen Test nicht relevant wollte ich darüber hinaus noch erwähnen, dass zum einen der neue Pen jetzt nicht mehr vom Gerät abfällt und ich außerdem eine kürzere Version bekommen habe, wie von mir gewünscht. Das Argument für den langen Aufsatz vom Hersteller ist aber natürlich auch richtig. So kommt man problemlos an Häusern etc. vorbei. Das eigentliche Beflocken zeige ich hier mal exemplarisch für die 2 mm Fasern. Mir bei der mehrstündigen Arbeit für alle Längen zuzuschauen, dürfte schnell zu Langeweile führen und wird daher nicht gezeigt. Jedes der 30 Testrechtecke wurde zweimal beflockt, jeweils bis optisch deckende Zustände erreicht waren
um gerade bei längeren Fasern querliegende zu entfernen, die das Flockergebnis beeinträchtigen könnten. Anschließend wurde das Material, das nicht im Leimbett eingeschossen war, abgeklopft. Bei RTS und Mikrorama wäre bei den kurzen Fasern ein zweiter Durchgang nicht nötig gewesen, da schon der erste komplett deckend war. Er wurde aber der Vollständigkeit halber trotzdem durchgeführt. 2 und 4 mm Fasern wurden mit dem feinen Sieb aufgebracht, 6 und 8 mm mit dem mittleren, 10 und 12, so vorhanden, mit dem groben. Da Fasern bei größeren Längen zur Klumpenbildung neigen, bekamen alle ab 6 mm vorher zur Auflockerung eine Runde im beutellosen Zyklonstaubsauger spendiert. Zunächst mal, alle 5 machen einen guten Job. Es gibt bis 6 mm, was in H0 einer Grashöhe von ca. 50 cm entspricht, eigentlich bei keinem Gerät ernsthaft was zu meckern. Danach aber trennt sich die Spreu vom Weizen. Wobei ich auch feststellen musste, dass die Fasern möglicherweise einen nicht unerheblichen Einfluss haben. Das wird aber Gegenstand eines anderen Tests sein müssen. Aber während sich der Steady King mit der 6 mm Faser von MBR schon mühte, hatte er im Gegenzug die 8 mm Faser von Polark nachgerade mit einer absoluten Leichtigkeit aufgebracht. Spätestens ab 10 mm neigen beim Steady King und auch beim ProGrass Grand von WW Cynix die Fasern leicht zum Liegen. Verbunden mit den anderen Problemchen, gerade bei der Reinigung des Behälters,
geht damit der 5. Platz an den Static King von Woodland. Auf Platz 4 findet sich der ProGrass Grand von WW Cynix ein. Alle 3 Kandidaten auf dem Treppchen haben auch bei 12 mm keine Probleme, die Fasern aufrecht stehen zu lassen und gleichzeitig dicht zu begrasen, wie man anhand der Bilder gut erkennen kann. Leider war die Farbwahl für die 12 mm in Kombination mit Sperrholz nicht unbedingt die allerbeste. Damit sind es aber auch hier sekundäre Kriterien, die am Ende über die Platzierung entscheiden. Und damit geht der Bronzerang an noch. Der Grassmaster Pro ist sehr schwer, das Gewinde am Deckel meiner Meinung nach verbesserungswürdig. Am schwierigsten fiel mir aber tatsächlich den 1. Platz zu vergeben. Der B-Vlog, so wie er hier im Test war, mit verbessertem Schalter und besserem Aufladeverhalten des Kondensators, ist ein unglaublich leistungsstarkes Gerät. Ebenso wie der Greenkeeper von RTS. Bei beiden Geräten hört man die Fasern förmlich auf die Sperrholzplatte prasseln. Etwas, was den anderen Geräten nicht gelang. Am Ende gewinnt in diesem Vergleichstest der Greenkeeper hauchdünn vor dem B-Vlog. Primär punktet bei RTS das System mit den Wechselbehältern, die auch verschließbare Deckel haben und man eine Farbmischung auch mal sicher verstauen kann. Der ProGrass Grand bekommt von mir darüber hinaus den Titel des Preis-Leistungssiegers verliehen, da das günstige Gerät keine ernsthaften Macken hat und ein gutes Ergebnis liefert. Der RTS Greenkeeper ist meiner Meinung nach das derzeit beste Gerät am Markt, aber das ist zum einen nur meine Meinung. Wer beispielsweise für die Beflockungsplatte Verwendung hat, dürfte eher zum B-Vlog greifen. Und das ist natürlich auch nicht in Stein gemeißelt. In den letzten Jahren sind mit dem B-Vlog und dem Static King komplett neue Geräte auf den Markt gekommen. Noch hat sein Gerät gerade erst General überholt und auch die anderen Hersteller sind sicherlich nicht untätig. Es bleibt somit spannend. Hochspannend sogar.